Servus bei AAS24, eurem Kanal für guten Sound im Auto, und heute rüsten wir für alle, die jetzt einen BMW 5er aus der G-Serie haben, die noch kein DAB empfangen können. Einfach DAB nach, ist doch ganz einfach. Und wir haben für euch ein spezielles Modul so weit vorbereitet, dass es für euch ausschließlich Plug and Play ist, mit ein paar Handgriffen anzuschließen. Ganz easy. Und wie es funktioniert, zeigen wir euch natürlich auch in dem Video. Im Set unseres BMW DAB Plus Paketes haben wir dabei ein DAB Plus Modul für den Anschluss der Antenne und das Auswerten der Signale. Wir haben eine USB-Leitung mit dabei, wir haben die passende Scheibenklebeantenne, damit der Empfang auch gut ist. Dabei liegt natürlich auch der Stromanschluss für die Remote-Leitung der Antenne. Und damit ihr alles cool anschließen könnt, ist bei uns im Set mit dabei ein Quetschverbindungsset, damit wir die Kabel schön zusammen machen können, und ein Isolierband, damit wir die Kabel schön zusammenbinden können und das gut ausschaut. Das ist alles in diesem BMW-Set mit dabei, samt aufgespielter passender Software für den BMW. In unserer Multimedia-Anlage von BMW finden wir hier vorne drin einen USB-Anschluss und den anderen finden wir hier drin. Wir können uns ja jetzt frei entscheiden, welchen USB-Anschluss wir nehmen, und ich entscheide mich hier für den in der Mittelkonsole in diesem Fach drinne. Und wie wir da das Kabel rausziehen, das zeige ich euch ja jetzt. Den Sitz können wir jetzt erstmal ganz nach vorne fahren, dann haben wir da an der Mittelkonsole genügend Platz, um die Kabel zu ziehen. Die Gummimatte in der Mittelkonsole, die lässt sich ganz leicht rausnehmen. So. Und drunter verbergen sich auch gleich die Löcher, wo wir jetzt die Kabel direkt unten durchziehen können, also das USB-Kabel. Mit einem Durchzugsband oder mit einem starreren Draht kann man hier auch jetzt an der Seite schon runterfahren, dass wir an der Seite unten rauskommen. So, schon habe ich es hier und kann es hier durchziehen. Und schon kommt unser Isolierband zum Einsatz, weil jetzt können wir ein Ende von unserem USB-Kabel mit auf dieses Durchzugsband befestigen, damit es da mal hält und wir das Ganze zum Schluss durchziehen können. Und das Ganze, das ziehen wir jetzt da durch mit viel Gefühl, aber doch ein bisschen Schmackes. Auf jeden Fall brauchen wir unser USB-Kabel jetzt hier unten. Da kommt man echt schon ein bisschen blöd hin, aber jetzt, da haben wir es schon und können es komplett durchziehen. Das Ganze wieder lösen. Fertig. Erstmal hier. Jetzt können wir nur das Kabel von dem zu dem Loch durchziehen, und zwar unten durch. Ist ja nichts Problem. So. Dann können wir das Kabel da drunten auch so verstauen und schon mal einstecken. Und jetzt können wir unseren Gummideckel auch schon wieder drauflegen. Und können da rein, so rum, jawohl. So, und jetzt haben wir halt dieses Kabel da unten drunter und das war's. Das ist unser USB und DAB Plus Kabel jetzt. Speziell bei diesem BMW ist es total easy, das DAB Modul hier unterzubringen. Das machen wir hier hinter dem Lüftungsschacht mit rein. Aber dazu ziehen wir jetzt auch unser USB-Kabel, wo jetzt gerade vom Handschuhfach oben kommt, von der Mittelkonsole, hier unten durch. So. Und das da, das können wir da an der Seite hängen lassen. Das stört überhaupt null, das sieht gar niemand mehr. Und stört auch nicht beim Sitz vor und zurück. Und jetzt sind wir bereits unten drin, können unseren DAB Plus U hier mit anschließen. Ja, der hat jetzt schon Stromversorgung, alles da. Und den können wir jetzt da unten drin mit unterbringen. Das war's im Prinzip. Ja? Das heißt, das Kabel können wir dann noch mit unten reinmachen. Aber wir müssen ja jetzt noch unser DAB-Antennenkabel verlegen. Und das ist jetzt der nächste Step, der auch relativ schnell erledigt ist. Die Scheibenklebeantenne findet ihren Platz direkt hier hinten an der Heckscheibe, links außen, also Fahrerseite. Und dazu müssen wir jetzt die innere Seitenverkleidung mal wegmachen. Und das ist auch kein so ein Thema. Kommt mal mit rein. Im besten Fall mit so einem Aushebelwerkzeug gibt es ja bei uns auch zu kaufen. Das AAS24 Remover Tool kann man hier unten reinfahren und wunderbar die Clips lösen, die hier drin sind. Da unten drin ist nochmal einer, da kann man auch rein. So,
Genau. Und jetzt kann man schon das ganze Teil nach hinten rausziehen. Moment, da müssen wir hier den Gummi vielleicht noch ein bisschen lösen. Den machen wir da dran hier an der Seite weg. So, das war's. Und jetzt können wir da überall reinlangen und das Ganze herziehen. So, das war's. Dann haben wir den in der Hand. Mit Bremsenreiniger oder einem anderen fettfreien Reinigungsmittel, am besten sogar entfettendem Reinigungsmittel, die Fläche, wo wir die Antenne gleich hinkleben, einfach mal richtig schön sauber machen. Die Antenne wird hier an der Seite festgemacht und zwar genau da, wo wir nachher auch diese Lasche mit auf dieses Metall kleben können. Da müssen wir ein bisschen drauf aufpassen, dass das so ist. Ansonsten können wir auch dieses Kunststoffteil hier teilweise ziemlich nah ranfahren, dass das hier genau bündig ist. Und genau so machen wir es jetzt mal hin. Klebepad frei machen und genau so, so schön parallel zu diesem Teil hier fahren, festmachen und jetzt schön anbringen. So, das war's. Bei den verdunkelten Scheiben sieht man da von außen sowieso schon nichts, aber es fällt auch so kaum auf, das Teil. Und jetzt können wir das Kabel hier nehmen und entsprechend hier mit befestigen. Und schon wieder findet das Isolierband seinen Einsatzbereich. Ja, das können wir hier jetzt schön festmachen, damit da nichts in der Gegend rumtingelt. So, Nummer 1 und Nummer 2 da unten auch noch dran. So. Damit alles ein bisschen besser ausschaut, können wir unsere Kabel natürlich auch schön zusammenbinden, damit das alles schön beieinander bleibt. So, hier können wir jetzt noch den Klebepad wegnehmen für unsere Kupferverbindung. Also das ist nur das ist keine richtige Masse, die ist auch nur verklebt. Das können wir hier schön mit drauf machen und das nach unten reinbiegen. Mal weg. So. Und jetzt können wir das hier so hermachen und festreiben. So, das geht nicht mehr weg. Und jetzt können wir das Ganze wieder zusammenbauen. Jetzt machen wir dieses Seitenverkleidungsteil raus und dazu tun wir die umklappbare Rücksitzbank auch mal vorteilhaft nach vorne umklappen. So, weil das gute Stück ist nur geklippt. So. Und das können wir rausnehmen. Tipptopp. Hier können wir jetzt unser Kabel mit den anderen Kabeln, hier sind unter anderem auch andere Antennenkabel noch mit drin, aber mit drauf gehen und festmachen. Um das Seitenteil wieder zu integrieren, muss man die Führung hier in das entsprechende Längsloch reinmachen und auch hier darauf achten, dass das hier richtig eingeführt ist. Und dann schaut es in etwa so aus. So, genau. Und jetzt kann man hier den Clip wieder reinmachen und oben noch 2 Clips. Und das war's. Ende Gelände. So, hier wieder den Gummi drüber ziehen. Jetzt brauchen wir das Kabel nur noch unter die Rücksitzbank ziehen und bei BMW-Manier, das war's, klack, kommen wir optimal unten ran, um das Kabel reinzulegen. Die Kabel, die unterhalb der Rücksitzbank angeschlossen sind, die lassen wir bitte einfach unberührt. Wir brauchen ja gar nichts wegmachen. Wir brauchen nur das Kabel hier an der Seite reinlegen, dass wir hier vorne ran landen und das Kabel jetzt unterm Schweller zum schnellen Zurückrüsten durchziehen können. Also hier verschwindet alles problemlos unter den Teilen. So, die Rücksitzbank wieder befestigen. Schön nach hinten drücken, nach unten. Das war's. Jetzt können wir das Teil wieder zurück installieren. Gurt raus, das Teil unten schön in die Führung einführen. Drum heißen sie ja Führungen. Wenn wir die Rücksitzbank jetzt wieder umlegen, kommen wir auch hier hinten recht easy dran. In diesen Hohlraum muss jetzt dieses Teil hier reinpassen und das lappert jetzt so ein bisschen rum im aktuellen Zustand und muss beim Einstecken ein bisschen nach oben gehalten werden. Und das kann man jetzt da nach oben drücken. Genau, das war's.
So, das Ding hier raus, natürlich so. Und hier den Gummi bis ganz runter drüber führen. So, jetzt lupfen wir das da dran hier ein bisschen an. Finger drunter. Und jetzt das Kabel hier unten reinlegen. So, jetzt können wir alles geschmeidig hier unten rein tun. So, das stört niemanden darunter. Und jetzt können wir unter der Sitzschiene auch das Kabel durchziehen. Und das Kabel sogar noch unter der Subwoofer-Lautsprecherabdeckung hier entsprechend mit reinlegen. Und jetzt sind wir genau da, wo jetzt unser DAB-U rankommt. Und zwar einmal mit dem Antennenanschluss und mit der Stromversorgung für unsere Antenne. Und in dem Fall das rote Kabel, wo wir jetzt mit einem Quetschverbinder noch eine Verbindung drauf machen. Beide zusammenstecken und mit dem Isolierband in allererster Linie mal alle nicht belegten Kabel, und das schwarze Kabel brauchen wir hier nicht, wegbinden. Dann passiert hier gar nichts. So, wunderbar. So, und jetzt können wir noch die restlichen Kabel ein bisschen zusammenbinden und das ganze Modul hier unten integrieren. Antennenkabel möglichst nicht als Schleife, als Ring machen, sondern nur die Kabel so zusammen machen, aneinander legen. Sonst wirken die schon wieder wie eine Antenne und holen sich auch Störungen rein. Das machen wir mal fest. Teppich ein bisschen anlupfen. Kabel nochmal sortieren nach unten rein. Und damit sehen wir noch genau die zwei Kabel hier einmal rein von der Antenne und vom USB-Kabel. Das war's. Ist das nicht geil? Wir haben jetzt unseren Empfangsdraht hier genau an der Stelle, wo natürlich auch unsere Heckscheibenheizung quer drüber läuft. Ich war am Anfang auch ein bisschen irritiert, ich habe es aber natürlich vorher ausprobiert, wie gut der Empfang ist. Es macht tatsächlich nichts aus, also hier an der Stelle kann man es einfach drüber legen, auch wenn die Heckscheibenheizung an ist. Wir haben keinen Einfluss auf die Empfangsqualität von der DAB-Scheibenantenne. Wir schalten die Multimedia-Einheit an und klicken mal grundsätzlich auf die Medias und da wählen wir uns das DAB-Modul aus, landen dann auf dieser Ansicht. Eventuell ist beim ersten Mal anschalten kein Sender vorhanden. Dazu gehen wir nach links in das Menü, suchen uns mit der Suchfunktionstaste die Verzeichnisse und wählen erstmal die Settings aus und scannen erstmal. Und beim Scannen passiert so, das war das Wort Scanning, ja, also er bestätigt das jetzt, er scannt. Er sucht jetzt alle Sender her, die er findet. Wenn er fertig ist mit dem Scannen, meldet sich auch das USB-Modul ab. Das sieht man dann auch, dass das gleich weg ist und meldet sich neu an. Und dann sind alle Sender sortiert und die alle, wo empfangbar sind, werden dargestellt. So, und jetzt haben wir alle unsere Sender da. Es geht jetzt los bei Antenne Bayern, Absolute Hot, Absolute Relax, keine Ahnung. Ihr seht jetzt selber, was hier alles für Sender reinkommen. Bayern 3, das Ding, Energy, ein internationaler Sender, ein nationaler Sender, kein internationaler Sender. Ja, Rockantenne, unser DAB-Sender, Schlagerparadies, all das haben wir hier mit drauf. Und natürlich jetzt alles in Originaloptik. Hier Ego FM, wählen wir das halt an. Und dann braucht es jetzt um die 7 Sekunden in etwa, bis der Sender den Ton wiedergibt beim Umschalten. Also jetzt ist er wieder da. Ich lasse es jetzt extra nicht laufen, ich höre es nur ganz leise, dass wir da keine GEMA-Probleme kriegen. So in etwa, oder nicht so in etwa, sondern genau so läuft es bei diesen BMW-Einbauten, in speziellem Fall diesem hier, bei der G-Serie, beim 5er. Das ist die Darstellung von eurem neuen DAB-Modul. Schaut auch cool aus, ist absolute Originaloptik
und funktioniert einwandfrei. Für alle, die jetzt keinen 5er aus der G-Serie haben und egal was für ein Auto, die aber sagen, sag mal, gibt es das nicht auch für mein Auto, weil es ja so eine geile Lösung ist? Ja, es gibt ein Universal-Kit, das heißt bei uns im Webshop DAB Plus U von Dension, und wenn ihr das bei uns direkt im Webshop kauft, über den Link, der hier im Videobeschreibungstext mit drin ist, da könnt ihr diesen ganzen Installationskit gratis mit dazu bekommen. Also das gibt es nicht bei Amazon, ich möchte es nochmal betonen. Also wie gesagt, für alle, die das cool finden und andere Autos fahren, DAB Plus U Universal-Kit, und die passende Antenne, die ist dann da im Webshop auch mit hinterlegt, was ihr damit anschließen könnt. Wenn ihr so ein Universal DAB einbaut, dann müsst ihr einen speziellen Ablauf machen mit einem Pfeil auf die USB-Box aufzuspielen vom PC aus. Das ist kein Riesenakt, aber für dieses BMW-System, was wir euch hier vorstellen, haben wir das entsprechend passende Pfeil, das haben wir natürlich ausprobiert, welches das Beste ist, bereits aufgespielt. Also wenn ihr dieses BMW DAB-Set bei uns bestellt über unseren Webshop, dann habt ihr den Vorteil, dass auch erstens mal natürlich die Quetschverbinder, das Isolierband, die Antenne und das richtige Pfeil alles aufgespielt ist. Ihr braucht es tatsächlich wie im Video nur anstecken und es läuft. Also für alle, die jetzt sagen, das Kabel ist aber echt nicht fachgerecht so verlegt, wie man es noch besser hätte machen können. Aber wir wollen euch ja zeigen, wie man auch als Laie so ein Kabel so verlegen kann, dass man es eigentlich nicht sieht, oder zumindest da, wo man es sieht, sagt, hey, also who cares, an der Stelle ist mir das eigentlich auch egal. Und ich möchte hauptsächlich nicht möglichst viel auseinanderreißen am Auto, um vielleicht noch zu riskieren, dass was dabei kaputt geht. Haben wir extra die Variante so gezeigt, dass auch eigentlich jeder das nachbauen kann. Ihr seht ja jetzt, wie einfach das ist, das Ganze einzubauen und wie cool es sich am Autoradio tatsächlich bedienen lässt. Wir verändern ja überhaupt nichts am Autoradio. Und jetzt habt ihr DAB Plus mit an Bord mit einer mega Sendervielfalt wie Sunshine Live, Energy oder Hot, Absolute Hot. Das sind alles so richtig coole Sender, die man auf UKW einfach nicht reinbekommt. Und die Anzahl derer Sender, da wird sogar immer noch größer. Der Sound ist geil mit drauf, mit voller Dynamik. Also jetzt habt ihr richtig Spaß mit DAB Plus im BMW, im speziellen Fall dem 5er, dem G30. Aber alle anderen können es ja jetzt versuchen auch nachzubauen, wer auch ein anderes Fahrzeug hat. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche mir immer ganz viele Likes auf unserem Facebook-Account, viele Abos auf YouTube, und natürlich dürft ihr auch uns auf Instagram folgen und irgendwelche Kommentare dalassen, wie euch die Videos gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bis bald, euer Olli.